Frohe Weihnachten alle zusammen! Ich hoffe, ihr habt besinnliche und entspannte Feiertage. Ich dachte mir, ich nutze mal die Chance und erkläre euch kurz und knapp, wie es mit Weihnachten genau in Japan aussieht. Denn hier läuft alles ein klein wenig anders ab als in Deutschland. Obwohl Weihnachten kein Nationalfeiertag ist und ein ziemlich geringer Prozentsatz der Bevölkerung Christen ist Weihnachten dennoch im ganzen Land komplett zu spüren. Überall hört man Weihnachtslieder, kann Illuminations bestaunen und die Stadt ist dekorativ geschmückt. Und das übrigens direkt nach Halloween, ohne Witz. Es ist eine komplette Verwandlung über Nacht. Wo vorher noch Spinnnetze und Fledermäuse hingen, kleben am nächsten Tag plötzlich Rentiere. Die Feiertage werden so gesehen eigentlich genau umgekehrt gefeiert als in westlichen Ländern. In Japan ist Weihnachten die Zeit für Freunde und Paare, sofern man keine eigene Familie hat. Man isst gemeinsam zu Abend und feiert kräftig. Neujahr dagegen ist für die Familie reserviert. Hier besucht man Tempel und Schreine und leitet den 1. Januar mit einem Familienessen ein. Nun aber zurück zu Weihnachten. Ja, Dating. An dem Tag wird Dating wirklich sehr groß geschrieben und das übt hier und da natürlich enormen Druck auf Singles aus. In der Regel wird romantisch in einem noblen Restaurant gespeist. Und dann ist es eigentlich nicht so unüblich, dass man daraufhin gleich ein Love-Hotel aufsucht. Mann, was habe ich in dieser Zeit echt Schlangen vor Love-Hotels gesehen. Das war echt heftig. Ja, Japaner stehen gerne an. Auch fürs... Es gibt überall verteilt Weihnachtsmärkte, die man besuchen kann und auf denen es deutsche Köstlichkeiten gibt. Wobei, Köstlichkeiten... Es ist in der Regel wirklich sehr teuer dort und einige Dinge schmecken nicht ganz so, wie man sie aus Deutschland kennt. Es gibt zwar sowas wie Sauerkraut, aber die Qualität lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Letztes Jahr war ich zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Yokohama beim Akarenga. Der war echt schön gestaltet und es gab viele Essensstände. Aber es war echt teuer dort. It's all about the cake. Der Christmas Keki, der Weihnachtskuchen, ist absolut beliebt in Japan. Und man kriegt ihn gefühlt an jeder Ecke und in jeder Preisklasse. Vom Konbini bis hin zum feinen Department Store. Der beliebteste Christmas Keki ist der Strawberry Shortcake. Und meist mit einer wortwörtlich zuckersüßen weihnachtlichen Dekoration obendrauf. Der Kuchen gilt als Symbol des weihnachtlichen Wohlstandes in Japan, da Japan nach dem Zweiten Weltkrieg quasi aus den Ruinen auferstanden ist. Und das war so ungefähr die Zeit, in der sich dieser Weihnachtskuchen sehr etablierte. Besonders bekannt für Christmas Cake ist die Firma Fujiya, der es seit den 60er Jahren gelang, den Kuchen als festen Bestandteil des Weihnachtsessens zu etablieren. Die erste Weihnachtstorte wurde tatsächlich auch 1910 im Kaufhaus Fujiya verkauft. Aber warum eigentlich gerade eine Sahne-Biskuit-Torte? Es gibt im Generellen Wagashi und Yogashi. Wer Wagashi schon mal gesehen hat, hat, glaube ich, relativ schnell herausgefunden, dass die ziemlich simpel sind. Die Hauptzutaten sind meist süße Bohnenpaste und Reismehl. Zucker galt in Japan früher als Luxusgut. Deshalb ist die Süße eher dezent. Und das ist natürlich ein ziemlich starker Kontrast zu Yogashi. Denn westliche Süßwaren sind im Vergleich schon wirklich zuckerhaltiger und sind auch noch aus anderen exotischen Zutaten gemacht, wie Butter und Milch. Ja, eine weitere Tradition, von der man wirklich häufig hört und von der ich bisher aber relativ wenig mitbekommen habe. Es liegt aber auch daran, weil wir noch nie zu dem Zeitpunkt bei einem KFC waren. Mein Mann hat mir aber gesagt, das ist richtig krass, vor allem immer noch. Und ihm tun die Part-Time-Jobs Leute leid, die zu dieser Zeit arbeiten müssen. Denn das ist, glaube ich, kein leichtes Spiel. Denn eine andere Tradition in Japan ist es, frittierte Hähnchenteile zu Weihnachten zu essen. Und ganz speziell die von KFC. Die Tradition ist so weit verbreitet und in der Regel sieht man endlose Schlangen vor den Restaurants. Für alle, die sich nicht anstellen wollen, die greifen zur Supermarktalternative, denn dort wird auch frittiertes Hähnchen in der Regel angeboten. Und das hat eigentlich einen ziemlich witzigen Ursprung, denn ich glaube, das war so 1974, als eine Gruppe Ausländer auf der Suche nach Truthahn war. Und Truthahn ist wirklich schwer zu kriegen in den Supermärkten hier. Also sind sie kurzerhand in einen KFC reingestolpert und haben sich halt dort mit Hähnchen eingedeckt. KFC erkannte dann in diesem Moment quasi das Potenzial für Gewinn und hat dann daraus eine riesige Werbekampagne gemacht, die durch die Decke gegangen ist. Und seitdem ist es scheinbar so ein richtiger Boom, dass KFC an Weihnachten ein absolutes Muss ist.
Einkaufszentren, Restaurants, öffentliche Bereiche, alles ist wunderschön geschmückt und glitzert zur Weihnachtszeit. Man kommt total in Weihnachtsstimmung, wenn man diese ganzen schönen Illuminations sieht. Und dazu werden meist weihnachtliche Hits aus dem Westen gespielt oder die japanischen Variationen. Das Schöne ist, dass man die Illuminations vor allem über einen längeren Zeitraum genießen kann. Meistens sind sie besuchbar bis Februar, da es im Winter relativ früh dämmert in Japan. Die Illumination variieren auch stets von den Themen her. Momentan gibt es zum Beispiel an der Tokyo Station eine Harry Potter Illumination zum 20. Jubiläum. Und in einem Park etwas weiter Richtung Hachioji findet dieses Jahr eine Sailor Moon Illumination statt. Tja, und wie feiern wir Weihnachten? Puh, also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher haben wir gar nicht so großartig Weihnachten gefeiert, denn es hat sich irgendwie immer so ergeben, dass mein Mann ständig auf Geschäftsreise war zur Weihnachtszeit. Und 2019, das weiß ich doch, da habe ich Weihnachten im Krankenhaus verbracht, weil Shiori geboren wurde. Und daraufhin, also letztes Jahr, sind wir zur Tokyo Station gefahren mit ihr zusammen und haben uns bei Marunouchi halt auch die Illuminations ganz entspannt angeschaut. Aber es gab kein KFC. Das war echt schön und entspannt und mal schauen, was wir dieses Jahr machen werden. Ich denke, wenn Shiori etwas älter ist, werde ich auf jeden Fall den Brauch des Adventskalenders einführen. Es gibt hier vor allem auch Adventskalender überall. Entweder die ganz normalen mit den Türchen, wo man Schokolade halt drin hat, oder halt die ganz simple Variante, die ich aber eigentlich am liebsten mag, und zwar einen Adventskalender selber machen. Da gibt es sogar richtige kleine Sets bei den 100-Yen-Stores. Das ist echt niedlich. So, und wie verbringt ihr Weihnachten, beziehungsweise habt ihr Weihnachten verbracht? Beziehungsweise habt ihr Weihnachten schon mal in Japan erlebt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel als kleines Weihnachtsgeschenk, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann! Da Japan nach dem Zweiten Weltkrieg... Oh mein Gott, ein Weltkrieg. Oh nein. Ja, das Weltquieken.